bin Martin Wegener, Professor am Institut für angewandte Physik und aktuell da auch Institutsleiter. Ich bin Abteilungsleiter am Institut für Nanotechnologie des KIT und da aktuell einer der 3 Direktoren und Sprecher des Exzellenzclusters mit dem kryptischen Namen 3D Matter Made to Order. Wir beschäftigen uns aktuell mit 3D-Drucken mit Hilfe von Lasern, insbesondere auf der Mikrometer- und Nanometer-Skala, wobei es zum einen darum geht, diese Technologien weiterzuentwickeln und zum anderen diese Technologien anzuwenden. Also die Laserdruckverfahren, die wir verwenden, sind eigentlich wie das Schreiben mit einem Stift. Aus der Spitze kommt gewissermaßen Licht und das Licht löst eine chemische Reaktion aus. Es ist wie ein Schalter, der umgelegt wird an einer bestimmten Stelle im dreidimensionalen Raum und an dieser Stelle wird das Material hart. Es geht über von einer Flüssigkeit in einen harten Zustand und dann verfahren wir einfach diesen Stift aus Licht, schreiben computergesteuert das, was wir eben schreiben möchten und am Ende wäscht man den flüssigen Teil dabei heraus. Das ist eigentlich der ganze Witz an der Geschichte, wobei wir dann schon auch Jahre darüber nachgedacht haben, wie diese Schalter, die lichtaktiviert funktionieren, dann eigentlich umzusetzen sind. Der 3D-Druck ist für die Gesellschaft potenziell wichtig, weil man sehr häufig damit Dinge herstellen kann, Gegenstände, Geräte herstellen kann, die man sonst einfach nicht herstellen kann. Einfaches Beispiel sind Hüftersatze, zum Beispiel aus Titan, wobei auch deutlich wird, dass die Stärke des 3D-Drucks nicht darin besteht, einen Gegenstand tausende von Malen herzustellen, sondern eher ihn zu individualisieren, anzupassen auf die spezifische Anwendung. Und das geht mit den allermeisten anderen Technologien nicht. Und darüber hinaus hat 3D-Druck halt inzwischen sehr große Stärken, wenn es um die Fertigung auf der Mikrometer- und Nanometer-Skala geht. Auch da ist es so, es gibt einfach an vielen Stellen keine alternative Herstellungstechnologie. Und perspektivisch ist es so, dass man auch ganz verrückte Dinge vielleicht mal in der Zukunft 3D drucken kann. Zum Beispiel Zellverbände, auch ganze Organe. Da arbeitet meine Gruppe jetzt selbst nicht dran. Aber es ist zum Beispiel denkbar, dass man eine Leber, ein Herz so 3D druckt aus den Zellen des betroffenen Menschen, dass man das später implantieren kann und dann eben kein Ersatzherz mehr braucht. Da gibt es viele, viele Ideen, was man mit 3D-Druck in der Zukunft machen kann. Aber man muss schon sehen, dass das auch noch einige Jahrzehnte in der Zukunft liegt. Ja, wir, das heißt meine Arbeitsgruppe und ich, haben über die Jahre eine ganze Menge Preise bekommen. Das hat angefangen mit Auszeichnungen zur Femtosekundenspektroskopie, die wir über viele Jahre betrieben haben, ging dann weiter mit Auszeichnungen zu Metamaterialien, zu künstlichen Materialien, spezifisch photonischen Kristallen, der Carl Zeiss Forschungspreis, der Hector Wissenschaftspreis zum Beispiel und einige andere mehr. Aber ich persönlich empfinde es auch als sehr befriedigend, dass sich unsere Firma Nanoscribe ziemlich gut geschlagen hat. Wir hatten die 2007 zusammen mit 3 ehemaligen Mitarbeitern gegründet. Die ist gewachsen wie verrückt über die Jahre, hat selber eine Menge Preise bekommen für Transfer und letztes Jahr haben wir sie zu einem, glaube ich, ziemlich guten Preis verkauft. Und das empfinde ich als befriedigend, weil es halt die Forschung, die wir über viele Jahre betrieben haben, zu etwas Nützlichem geführt hat.